ist Desk Dough. Ja. Es macht Beats. Wir befinden uns hier im Hauptquartier von Looblight in Marburg und mir gegenüber sitzt Matt Finke, Denker und Lenker des Unternehmens, und hier bahnt sich nichts weniger als eine kleine Revolution an im Bereich der Beleuchtung. Ihr habt Desk Dough bis jetzt knapp 2 Dutzend Lichtdesignern gezeigt. Wie waren so die Reaktionen? Oder wie lange hat es gedauert, bis die ganze Tragweite erkannt haben? Das ist sehr interessant, weil es immer einen sehr ähnlichen Verlauf genommen hat. Die grundlegende Verständnis, hey, ihr benutzt einen Projektor und damit macht ihr Licht oder Strahlen. Okay, nicht schlecht, klingt ganz gut. Das ist so Verhalten. Da ist so ein bisschen eine Tür offen, aber das ist nicht so, da ist hier keiner aufgesprungen und schreiend durchs Büro gelaufen. Die nächste Dreiviertelstunde entwickelt sich das aber nicht linear. Wir sind total selber ergriffen davon, dann zu spüren, wenn jemand, der diese kreativen Gedanken hat, dann auf einmal sagt, warte mal, kann ich das tun? Dann sage ich, bitte. Also wir haben ja dann meistens, steht einer unserer Operator vielleicht am Pult. Sag an, was möchtest du, dass der Beam für dich tut? Und dann fangen die an, mal zu diktieren oder zu sagen, kann ich quadratisches Licht machen, hart akzentuiert und da drinnen einen weichen Kern wohnen lassen? Let's do it. Kann ich das noch durch ein Prisma jagen? Ja. Kann ich es noch rotieren gleichzeitig? Ja. Und auf einmal kriegt das Fahrt und Dynamik. Und dann haben wir gespürt, wow, was für ein Strahlen die in den Augen bekommen. Und dann wussten wir immer mehr, lass uns das machen, lass uns das herstellen. Vieles dreht sich bei Desk Dough jetzt um die Schönheit des Beams. Ja. Sind die Beams denn noch so tragfähig, sag ich mal, in unserer Zeit? Ich meine, jeder hat jetzt schon zig Beam-Shows gesehen. Ja. Das ist ja fast schon wieder, dass die Leute sagen, ja nee, Beam-Shows mache ich nicht mehr, das ist so Nullerjahre mäßig. Aber ihr setzt da jetzt nochmal einen drauf und die Ergebnisse sprechen ja da auch ein bisschen für sich. Gut, ich möchte jetzt mal philosophisch werden und sagen, das Bedürfnis nach Beams ist fundamental. Ich glaube, es hat angefangen damit, Menschen, die Sonne geht irgendwo auf. Stell dir vor, du hast noch so ein bisschen Dunst über dem See, ja. Die Sonne geht unter in den Bergen, alles ist diesig, ja. Und du siehst riesige Beams da lang. Jeder ist ergriffen von Beams. Das ist ein Grundbedürfnis, glaube ich. Ja, das ist meine Auffassung dazu. Ich glaube einfach, es hat die Entstehung des Moving Lights an sich, ob weich, ob hart, ja. Es geht immer irgendwo darum, einerseits eine Abbildung zu schaffen, also eine Aufprojektion in irgendeiner Form, eine Beleuchtung. Ja. Genauso ist ein riesiges Vorstellungsvermögen da, was kann ich in Mid-Air-Effekt kreieren. Ja. Beams sind wichtig, glaube ich. Und Beams sind etwas sehr Essentielles, was in einer Show gemocht wird. Es gibt nur unterschiedliche Ansprüche daran. Der eine möchte Nadelbeams, sehr akzentuiert, sehr hart. Ja, der andere. Aber es ist eine musikalische Mehrfrage auch an den Designer, was er umsetzen möchte. Aber Beams waren immer da und sie werden immer da sein. Denke an Lasershows, ja. Und Desk Dough kann sich verhalten mit einer riesen Spreizung zwischen dem Look, wie als wäre es ein Laser, also sehr akzentuiert, sehr harte Farben, sehr, sehr, sehr crisp, ja, was der Stops ist, ja, innerhalb unseres Namens wieder. Und es kann genauso wie ein Washlight sehr weich aufgehen, weil das alles digital abgebildet werden kann in dieser Bandbreite. Aber ich könnte mir vorstellen, dass früher oder später die Kreativität der Anwender über das hinausgeht, was jetzt noch möglich ist, einfach weil es ja Limitierungen gibt, dadurch, dass man sagt, ja, okay, man orientiert das Bedienkonzept an dem, wie man das kennt, dass man intelligentes Licht steuert. Die Anwender werden das recht schnell an die Grenzen treiben, denke ich. Und dann muss man ja sich auch überlegen, wie man praktisch diesen Kreativitätssprung auch ermöglicht, irgendwie sich Bahnen zu brechen. Also ganz Science-Fiction-mäßig denke ich jetzt so, irgendwann hast du halt deine Schnittstelle im Gehirn und kannst das per Gedankenkraft steuern. Und das sind ja dann praktisch jetzt alles so Zwischenschritte, dass man sagt, okay, jetzt Ansteuerung per Pult, weiß ich nicht, Gestensteuerung dann irgendwann so. Aber technisch ist es ja alles jetzt schon möglich sozusagen. Grundsätzlich ja, du sprichst aber was sehr Schönes an. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die dabei wichtig sind. Zum einen möchte jeder gerne mit seinem Handwerkszeug arbeiten. Also jemand möchte mit dem arbeiten, mit dem er aufgewachsen ist, mit dem er gelernt hat, umzugehen. Das ist wie bei jedem anderen Handwerk auch. Ein Zimmermann, der seine Werkzeuge hat und damit arbeitet. Ja. Technologie hat all diese Berufe und Möglichkeiten zwar verändert und hat ihnen neue Werkzeuge gegeben. Intelligente, wie du gesagt hast, ja, oder motorisierte oder computergesteuerte Werkzeuge. Ja. Aber das Handwerkszeug an sich bleibt irgendwo gleich.
Wenn wir jetzt schon den Sprung machen würden, zu sagen, das, was als Bild in deinem Kopf ist, tut sich sofort auf so ein Desto als Beam manifestieren, ja, dann sind wir schon sehr, sehr weit. Jetzt möchtest du das gerne aber auch noch im Queue abspeichern, ja, und du möchtest es wieder abrufen. Ja. Und ich weiß nicht, ob dein Kopf dafür geeignet ist, dann wieder wie ein Roboter zu funktionieren oder wie ein Lichtpult, was ein Stack von Queues speichert, um sie später abzurufen. Ja. Das ist etwas, was eine Maschine sehr gut kann. Sie kann Abläufe lernen. Die Kreation ist ja der Beam, wie du sagst. Die Vision, wie soll das aussehen? Und deswegen haben wir auch den Begriff dann oft verwendet am Anfang Synästhesie, dass man sagt, ich schmecke den Beam fast. Ja. Ich kann ihn riechen. Ich habe eine Vision in meinem Kopf, wie soll dieser Beam aussehen? Mit dem Produkt geben wir jetzt eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten, den nach meinen Vorstellungen mehr zu shapen an den Drehreglern, als ich es jemals konnte. Dann speichere ich ihn aber dennoch wieder ab und sage, so, und jetzt operiere ich ihn. Jetzt feuere ich ihn ab im richtigen Moment. Jetzt möchte ich noch mit den Fadern auf die Musik eingehen, auf den Takt, auf das, was da passiert, was ich da höre. Ich spiele ein stummes Instrument. Ja, das hört sich jetzt alles fast zu schön an, um wahr zu sein, aber es gibt doch sicherlich auch noch ein paar Punkte, die noch geklärt werden müssen. Geklärt werden muss immer etwas. Es ist wahr, das kann ich dir versprechen. Desto wird hergestellt, ja, es wird verfügbar sein 2021. Aber dennoch, es gibt natürlich auch die negativen Seiten, die wir heute noch sehen. Wir sind nicht der Hersteller der Lichtquelle. Ja. Die Lichtquelle ist der Beamer. Und an dieser Stelle gibt es natürlich aus meiner Sicht Dinge zu tun, die dem Lichtanwender helfen würden. Zum Beispiel Blacklight. Ja. Also ein Beamer hat einen Shutter zwar, der schließen kann, aber ein Lichtmann ist gewohnt zu dimmen, ja, seine Lichtquelle von 0 bis 100 an dieser Stelle. Das kann ein Beamer so nicht. Ich kann digital dimmen. Aber auch wenn ich die 0 erreicht habe, habe ich hier noch ein Restlicht. Ja. Das kann ich dann über den Shutter schließen. Das ist möglich, dann bin ich total black. Aber ein Shutter kann nur 0 und 1. Er ist digital, komplett. Er kennt keine Zwischenwerte, er ist nicht fadebar. Ja. Das heißt, das wäre so ein Anspruch, den wir hegen. Es gibt Dinge, die da noch kommen könnten in verschiedener Form. Aber ich glaube auch, im Moment sind wir für Projektorenhersteller überhaupt nicht sichtbar. Selbst wenn wir ernsthaften Erfolg erzielen sollten mit dieser Version Desto, dann glaube ich, sind wir für jeden Projektorhersteller immer noch eben ein Krümel im Universum, was nicht gesehen wird im Moment mit seinen Anforderungen. Aber wer weiß, wir werden in Kontakt und im Austausch bleiben. Wir haben sehr gute Partner in dieser Welt, mit denen wir reden. Vielleicht kommen solche Dinge. Okay, also ihr habt mit Desto eine Lampe erfunden, die richtig viel kann. Die ist ja dann bestimmt auch richtig teuer. Die Lampe oder das Desto? Na, wir hatten es ja. Das Leuchtmittel haben ja schon alle im Lager stehen. Also in der einen oder anderen Form, ja. Ja. Und das hat auch eine Preisspanne, wie du weißt. Ja, du kannst einen kleinen Office-Projektor nehmen, du kannst zu einem riesigen Projektor da rausgehen, ja, was heute weit über 50.000 Ansilumen gehen kann bereits. Ja. Ich denke, da ist es viel mehr eine Finanzfrage. Unserer Intelligenz, also Desto an sich, ja, möchten wir in den Preisbereich wirklich positionieren, dass selbst der Operator sagt, keine Frage. Dafür, das möchte ich besitzen, damit möchte ich arbeiten, das möchte ich selber vielleicht sogar in Händen halten. Ja. Der Preis darf nicht die Rolle spielen, dass dieses Produkt angenommen wird. Also da sind wir absolut auch der Meinung, wir wollen es in den Preisbereich bringen, dass es attraktiv für jeden ist und nicht nur sagt, wow, teures Spezialgerät. Ja, nein, das soll es nicht sein. Und wenn ich jetzt so ein Desto haben will, wo kriege ich einen her? Wer macht den Vertrieb? Vertrieb ist etwas, was wir im Moment aktuell sehr hart diskutieren. Wir haben überlegt, was ist möglich. Es gibt große Distributoren, die diese Reichweite haben, diesen Markt kennen und so weiter. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Wir sind final jetzt dabei, wir überlegen, ob wir sogar bis hin zum Anwender gehen. Also wir sind in der Krise immer noch. Ja. Wir wissen, dass viele Solo-Selbstständige im Moment unter der Situation stark leiden. Ja. Und wir haben uns auch da überlegt zu sagen, wir sind eine unglaublich kleine Company am Anfang. Wir haben nur ein paar Mitarbeiter. Ja. Und die Vertriebswege, die natürlich einerseits unsere Partner zur Verfügung stellen, ja, in Österreich, die werden wir nutzen. Wir wollen dennoch darüber hinausgehen und sagen, wir müssen dieses Produkt auch an den Markt bringen. Also wirklich vorstellen bedeutet, wir können nicht mit diesen wenigen Leuten überall hinfahren und das zeigen. Erst recht nicht weltweit. Unmöglich, auch im Moment nicht. Ja. Das heißt, eine unserer Ideen im Vertrieb ist zum Beispiel zu sagen, ein Solo-Selbstständiger, ein Lichtdesigner, ein Operator, ein Techniker,
Jemand, der über die Kompetenz verfügt, dieses Gerät zu verstehen, es zu bedienen und zu kommunizieren, wo seine Benefits liegen. Ja. Der kann gerne mit uns in Kontakt treten, kann sagen, ich kann helfen, ja, das Produkt vorzustellen oder es auch wirklich später im Rollout dahin zu bringen, zu dem Anwender, zu dem Operator, der es mitkaufen möchte. Ja. Ich helfe bei der Markteinführung und wir sind bereit, diese Person dafür zu bezahlen. Also wir nehmen das aus unserer Marge heraus. Ja. Bedeutet, du bist jetzt, sage ich mal, ein Kunde, möchtest ein Desto kaufen, ja, und du bist ein Kunde auch, der sagt, Moment, wenn ich beim Hersteller kaufe, dann kriege ich es doch billiger. Ja. Aber das wollen wir vermeiden, sagen, nein, es gibt keinen billiger Preis an dem Punkt. Wir werden ein Modell finden, wo wir sagen, wenn bei uns schon ein Preis genannt war, ja, dann halten wir diesen Preis, ja, als Hersteller, aber wir werden trotzdem den Freelancer bezahlen dafür, dass er uns hilft, ja, dieses Produkt vorzustellen wirklich bei den Leuten, die es anwenden wollen. Also auch da versuchen wir ein bisschen neue Wege zu gehen. Aber das wird im Moment diskutiert. Wie kann sowas funktionieren? Das sind neue Wege, die sind nicht leicht zu beschreiten. Ja. Ich halte es aber für wichtig, den Markt zu unterstützen, wo man es kann in dem Moment. Ja. Und wir werden alle im Moment brauchen, wieder anzulaufen. Okay, also wer jetzt Lust hat, an der Erfolgsgeschichte von DeskDAO mitzuarbeiten, der kann sich bei Stops und Mops melden und mit Matt und Bianca über die Vertriebsstruktur diskutieren. Absolut, gerne. Okay, also ich denke, jetzt haben wir schon jede Menge Informationen bekommen zu DeskDAO und jetzt geht es darum, die Augen offen zu halten nach den ersten Anwendungsfällen in freier Wildbahn, die sicherlich nicht lange auf sich warten werden. Und mit diesen Worten verabschiedet sich Markus Wilmsmann aus Marburg und aus dem Hauptquartier von Stops und Mops. Vielen Dank, dass du da warst. Das war mir eine Ehre. Lasst uns Beams kneten.